Ich bin müde. Ich schlafe. Ich esse. Ich lerne. Ich gehe nach Hause. Alles A1, Lena. Halt, Leo. Das klingt wie ein kleiner Übersetzungsroboter. Lass uns dein Deutsch leveln. Leveln? Was meinst du mit leveln? Na, denselben Gedanken von A1 bis C1 steigern. Mit besserer Struktur und reicherem Wortschatz. Ah, verstehe. C1 klingt bestimmt extrem schlau. Fangen wir an. Ich bin müde. Das versteht doch jeder, oder? Ja, absolut A1. Aber im Büro klingt das ein bisschen zu simpel. Auf A2 fügen wir eine Begründung mit weil hinzu. Ich bin heute sehr müde, weil ich viel gearbeitet habe. Das Verb wandert nach hinten, richtig? Genau. Und auf B1 können wir noch mehr Details ergänzen, zum Beispiel welches Projekt wir abgeschlossen haben. Ich bin heute ziemlich müde, weil wir im Büro ein großes Projekt abschließen mussten. Warte, es wird noch besser. Auf B2 nutzen wir das Wort erschöpft statt müde und das reflexive Verb sich fühlen. Ich fühle mich heute sehr erschöpft, weil die Tests für das neue Release bis spät in die Nacht gelaufen sind. Fantastisch. Und auf C1 wechseln wir zu ungewöhnlich erschöpft und begründen es mit da statt weil. Ich bin heute ungewöhnlich erschöpft, da wir gestern bis tief in die Nacht an der finalen Testphase gearbeitet und mehrere kritische Fehler analysiert haben. Wow, das klingt extrem professionell. Ich finde Deutsch schwer. Das sage ich quasi jeden Tag. Das ist A1, Leo. Auf A2 machen wir es interessanter, ich finde Deutsch schwer, aber interessant. Wir nutzen aber. Und wie verbinden wir das auf B1 mit einem Nutzen? Wir ergänzen einen Nebensatz mit weil, ich finde Deutsch ziemlich schwer, aber die Sprache gefällt mir, weil ich sie jeden Tag benutzen kann. Das klingt schon richtig flüssig. Wie sieht B2 aus? Wir tauschen schwer gegen anspruchsvoll und interessant gegen spannend. Ich finde Deutsch anspruchsvoll, aber gerade die komplexe Grammatik macht die Sprache für mich spannend. Sehr gut. Und die C1-Version? Dort sagen wir empfinden als statt finden und nutzen, doch gerade, ich empfinde Deutsch als herausfordernd. Doch gerade die feinen Unterschiede in Wortstellung und Register erlauben sehr präzise und nuancierte Formulierungen. Unglaublich. Wenn ich das sage, denkt jeder, ich bin Germanistikprofessor. Ich möchte eine App machen. Das ist mein Traum auf A1. Sehr gut. Auf A2 konkretisieren wir den Zweck. Ich möchte eine eigene App für E-Commerce machen. Und auf B1 benutzen wir entwickeln statt machen? Ja. Und wir nutzen einen Relativsatz mit der ich möchte eine App entwickeln, mit der kleine Läden ihr Lager und ihren Online-Shop einfacher verwalten können. Das ist schon sehr detailliert. Was bringt B2? Wir nutzen eine Infinitivkonstruktion mit ich plane eine App zu entwickeln, die Warenbestände, Online-Shop-Bestellungen und einfache Automatisierungen in einer zentralen Plattform zusammenbringt. Und auf C1 bauen wir eine skalierbare Plattform auf? Exakt. Und verbinden es mit einem Finalsatz damit, langfristig möchte ich eine skalierbare Plattform aufbauen, die Lagerverwaltung, E-Commerce-Integration und KI-gestützte Automatisierung kombiniert, damit kleine Unternehmen ihre Prozesse deutlich effizienter gestalten können. Ich lerne Deutsch, weil ich in Deutschland lebe. Der klassische A1-Satz. Richtig. Auf A2 hängen wir ein zweites Ziel an.
ich lerne Deutsch, weil ich in Deutschland lebe und besser mit den Leuten sprechen möchte. Und für B1 erweitern wir das um Alltag und Arbeit. Genau, und wir nutzen das Wort sowie statt und ich lerne Deutsch, weil ich in Deutschland lebe und meinen Alltag sowie meine Arbeit besser organisieren möchte. Und B2 klingt dann schon sehr karriereorientiert, oder? Ja, absolut, ich lerne Deutsch, weil ich mich beruflich weiterentwickeln und auch komplexe technische Themen sicher auf Deutsch diskutieren können will. Beachte das Doppelmodalverb am Ende. Oh ja, diskutieren können will, ist knackig. Und C1? C1 drückt Kontinuität und Präzision aus. Ich verbessere mein Deutsch kontinuierlich, da ich sowohl im beruflichen Umfeld als auch im Alltag komplexe Zusammenhänge präzise und selbstbewusst kommunizieren möchte. Das System hat ein Problem. Das versteht jeder IT-Support auf A1. Ja, aber es hilft nicht bei der Fehlersuche. Auf A2 sagen wir, das System hat ein Problem und funktioniert nicht richtig. Auf B1 erklären wir die Ursache im Passiv, richtig? Genau, das System hat ein Problem, weil einige Daten nicht richtig gespeichert werden. Und B2 fügt Details zur Datenbank und den Lagerbeständen hinzu. Richtig, und nutzt eine Konjunktion. Das System hat ein Problem, weil die Datenbank die Bestellungen nicht korrekt speichert und dadurch falsche Lagerbestände anzeigt. Und jetzt die Krönung, die C1-Version. Hier glänzt du mit Nomen-Verb-Verbindungen und Relativsätzen. Das System weist einen schwerwiegenden Fehler auf, da die Datenbank die Bestellungen inkonsistent speichert, was letztlich zu falschen Lagerbeständen und fehlerhaften Auswertungen führt. Wow! Damit klingt man wie ein erfahrener Systemarchitekt. Genial! Ich bin heute sehr müde, weil ich viel gearbeitet habe. Macht nichts. Aber warum arbeitest du so viel? Ich plane, eine App zu entwickeln, die Bestellungen verarbeitet. Das ist spannend. Ich finde Deutsch anspruchsvoll, aber du planst schon Apps. Ja, weil ich mein Deutsch kontinuierlich verbessere. Sehr gut. Wenn das System einen Fehler aufweist, helfe ich dir. Danke, Lena. Jetzt bin ich bereit für das C1-Zertifikat. Quizzeit. Lass uns prüfen, ob du die Levelunterschiede verstanden hast. Frage 1. Finde die A2-Version für Ich bin müde. Genau. Ich bin heute sehr müde, weil ich viel gearbeitet habe, mit weil am Ende. Frage 2. Welches Wort ist typisch für B2 C1 statt schwer? Richtig. Anspruchsvoll oder herausfordernd. Es klingt reifer. Frage 3. Ergänze die C1 Nomen-Verbindung, das System, einen Fehler auf. Richtig. Weist auf von aufweisen. Das System weist einen Fehler auf. Letzte Frage. Welcher Konnektor ist gehobener C1-Stil statt weil? Genau, es ist da. Es hat dieselbe Struktur wie weil, klingt aber eleganter. Das war unser Level-Up-Kurs. Von A1 bis C1 in wenigen Minuten. Vergiss nicht, das komplette PDF mit allen 12 Serientabellen und Übungen ist kostenlos. Link in der Beschreibung. Schreib uns deine eigene C1-Satzkreation in die Kommentare. Viel Erfolg beim Deutschlernen und bis bald bei Lingoboss German.